Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, dass Sie gut in das neue Jahr gekommen sind. An diesem Sonntag feiert die Kirche das Fest der Taufe des Herrn. Taufe. Taufe ist eigentlich das erste Sakrament, wo ein Mensch Christ wird, damit er auch als Mitglied der Kirche wird. Aber wie ist es bei uns in Deutschland mit den Christen und mit den Taufen? Für den Jahreswechsel 2020-21 gab die Deutsche Bischofskonferenz die Mitgliederzahl mit 22.193.347 an. Das war etwa 26,7% der Gesamtbevölkerung als deutsche Katholiken. Aber eigentlich 20 Jahre vorher, das heißt im Jahr 2000, waren es noch 26,8 Millionen Mitglieder und damals gab es auch 232.920 Taufen. Aber es ist interessant, allein nach 20 Jahren waren eine Hälfte. Das heißt, 2020-21 gab es 104.610 Taufen im ganzen Deutschland. Aber dann kam eben auch die Corona-Pandemie und da ist es wieder sehr geschrumpft und die Anzahl der Taufen gegenüber dem Vorjahr um rund 34%. Warum ich alles erzähle ist, es werden immer weniger Christen. Es gibt viele Eltern, die sagen, ich gebe meinem Kind die Freiheit, später eine Entscheidung zu treffen, um Christ zu werden oder nicht. Ich weiß nicht, ob diese Kinder in einem geistlichen Vakuum aufwachsen würden. Wenn sie keinen Weg gezeigt bekommen haben, wie könnten sie überhaupt später entscheiden? Das heißt, die Eltern spielen eigentlich eine ganz wichtige Rolle. Ganz besonders, wenn ein Kind zur Welt kommt, dann denken schon Eltern mehrfach, welchen Kindergarten soll das Kind besuchen, welche Musikart oder welche Sportart und so weiter und so fort. Aber warum nicht für den Glauben? Wir haben ein festes Fundament. Das heißt, Taufe ist etwas Unwiederholbares. Dass wir nicht nur als sterbliche Menschen in dieser Welt leben und beenden, sondern wir werden als Kinder Gottes genannt. Das heißt, wir werden als Kinder des lebendigen Gottes durch die Welt gehen, damit wir gegen alle Stürme des Lebens auch durchkommen. Das heißt, wir werden einfach eine große Kraft empfangen durch die Taufe. Auch wenn die Menschen nach einiger Zeit aus der Kirche austreten, bleiben sie in der Taufe weiterhin. Das heißt, sie werden als Christen, sie werden als Kinder Gottes weiterhin in ihrem Leben bleiben. Und diese Gnade kommt nicht nur von einem, sondern von einem dreieinigen Gott, das heißt von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Das heißt, wir werden behütet von der Dreifaltigkeit und wir werden einfach auch durch das Leben gehen, ohne dass wir irgendwie vernichtet werden. Dass Gott für uns als Vater, als Mutter da sein wird und er wird uns beschützen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht, wenn Sie noch nicht einen Gedanken gehabt haben über Taufe Ihres Kindes oder über eigene Taufe, überlegen Sie sich gut, eigentlich, dass es sich lohnt. Gerade habe ich ein Gespräch gehabt, bevor wir diese Aufnahme machen, mit zwei Menschen, die aus dem Iran kommen, und sie haben mir erzählt, wie wichtig das war, mit Jesus Christus zusammen zu sein. Und beide haben die Taufe empfangen als erwachsene Frauen. Heute sind sie so froh, dass sie auserwählt worden sind. Und diese Freude sollten wir auch in unserem Land haben,
Alle, die wirklich auch christliche Vorfahren gehabt haben, sollten einfach mal überlegen, wie toll das ist, Christ zu sein. Ich würde uns wirklich auch dahin bringen, dass die Kirche auch ein Ort ist, wo wir diese göttliche Liebe spüren, dass wir wirklich sagen, ja, gegen all das Böse in dieser Welt wird es nur eines helfen, Kind Gottes zu sein.